Zeit für eine Teamvorstellung. Und hier an meiner Seite steht das Team Random Design, der Stefan und die Katrin. Und das sind die beiden amtierenden Titelträger im 24-Stunden-Live-Modding. Was habt ihr euch denn dieses Jahr überlegt? Was ist euer Konzept? Also wir hatten uns dieses Jahr überlegt, wir haben zu Hause zum Beispiel ein Nintendo Mini stehen. Das finden wir eigentlich ganz gut und wir haben uns gedacht, es ist ein bisschen zu klein. Auch das Original Nintendo ist immer noch ein kleiner grauer Kasten und wir haben gedacht, machen wir das Ganze doch einfach noch mal ein bisschen größer und pushen das ein bisschen auf, machen eine schöne Hardware rein, ein bisschen Wasserkühlung und nennen das Ganze dann Big Tendo, weil es halt fast dreimal so groß ist dann wie das Originale. Es ist also das größte Nintendo der Welt. Habt ihr dann auch vor, das an Nintendo zu verkaufen und zu vermarkten? Weil ich meine, so noch eine weitere Variante vom NES, das wäre doch ganz schick. Bescheid geben tun wir denen auf jeden Fall, dass wir sowas mal gebaut haben und wer weiß, vielleicht melden sie sich, ja? Das wollen wir mal alle hoffen. Und die Idee ist halt einfach von außen diesen Wiedererkennungswert zu haben, dass es halt von der Form und von den Farben aussieht wie das Original Classic Nintendo. Und von innen soll es halt wirklich schick und elegant aussehen mit einer Wasserkühlung, mit Hardtubes und dann auch wir haben so rote Opakfarbe, die einfach dann zu dem Nintendo-Rot passt. Also wir wollen es dann so ein bisschen aufgreifen, aber innen einfach möglichst elegant machen. Was ist denn jetzt so die besondere Herausforderung dieses Jahr bei eurem Case? Die Zeit ist eigentlich, ich glaube, bei jedem Team so. 24 Stunden ist, man denkt zwar immer, ja, 2 mal 8 Stunden kann man was schaffen, aber im Endeffekt kommt man morgens an, man packt das erste Gerät an, guckt auf die Uhr, ja, Mittagspause. Herausforderung wird sein, unser Case soll am Ende laufen. Das heißt, es soll wirklich der Controller, wir bauen nicht nur einen Case, wir bauen dazu auch noch einen Controller, extra groß. Und das soll am Ende alles funktionieren. Das heißt, wir stellen dann einen Bildschirm hin, da soll dann auch Mario drauf laufen in der alten Version. Und das Ganze soll funktionieren. Das ist die eine Herausforderung. Und das andere ist, dass wir eine Wasserkühlung einbauen und wir nicht Softtubes, sondern Hardtubes verwenden, also Acrylrohre, die stabil sind. Das muss alles gesägt, angepasst werden. Das sind so die beiden Herausforderungen, die es eigentlich gibt. Ja super, den kann ich mir dann eigentlich ja danach ganz unfreiwillig mitnehmen und an meinem Fernseher anschließen. Es fällt auch, glaube ich, gar nicht auf, wenn du mit dem Nintendo hier über die Messe gehst. Das ist das Nächste. Und die 24 Stunden sind halt deswegen auch einfach so schwierig, weil du halt währenddessen oft auf Probleme triffst. Und dann stellst du fest, es funktioniert gar nicht so, wie wir uns das überlegt haben. Und dann musst du natürlich innerhalb von kürzester Zeit dir eine Alternative überlegen und dann hast du nicht alle Materialien da und dann muss man wirklich improvisieren. Und was halt einfach total cool ist, ist, dass natürlich auch noch die anderen 4 Teams hier sind und man sich dann auch ein bisschen untereinander aushelfen kann und auch mal einen guten Tipp bekommt, wenn man echt ein Problem hat. Was zeichnet denn jetzt ein Case von euch beiden aus? Woran erkennt man das auf den ersten Blick? Also unsere Cases sind zum größten Teil immer in irgendeiner Form, meistens im Computerspiel oder in einem Film angelehnt zum Beispiel. Wir hatten jetzt das neueste Projekt, was wir gebaut haben, zum Beispiel ist den Dalek, den wir hier mit ausstellen. Der ist ganz klar aus Doctor Who. Wir haben aber auch schon aus Borderlands einen Claptrap gebaut und daran erkennt man, glaube ich, ganz gut unseren Stil. Wir versuchen zwar das Design so originalgetreu wie möglich aufzugreifen, aber immer noch so ein paar kleine Feinheiten zu ändern, dass man am Ende auch wirklich einen Computer hat, weil nur nachbauen wäre zu einfach, es muss der Rechner halt rein. Deswegen werden immer ein paar Anpassungen gemacht, aber was wir bis jetzt so mitbekommen haben, ist das so der Stil, der sich bei uns durchgesetzt hat und woran wir auch eigentlich wieder zu erkennen sind. Und wir bauen in der Regel Riesensachen, deswegen das größte Nintendo der Welt. Das stimmt. Ja, dann freuen wir uns zusammen mit euch und werden wieder von euch hören lassen die nächsten Tage noch. Und dann schauen wir mal, was am Ende bei rauskommt.